Hallo, ich bin Timo von Paulimod und in unserem heutigen Video geht es um Bandsägen. Insbesondere um die Pflege und um die Wartung, dass ihr lange und viel Spaß beim Sägen habt. Dazu gehen wir am besten ins Fachgeschäft, ich freue mich schon drauf. So, wir sind jetzt in unserem Fachgeschäft und ich stehe jetzt zwischen unseren Bandsägen. Neben mir haben wir die größte Holzbandsäge, die wir gerade zum Verkauf anbieten, die MJ14. Und an der MJ14 seht ihr, dass an der ein bisschen was gesägt wurde. Grund genug, sie zu pflegen und euch mitzunehmen. Zum Pflegen selber empfehle ich immer irgendeinen schönen Pinsel, mit dem man überall sauber in die Ecken kommt, und einen Staubsauger, um das Ganze wegzusaugen. Bitte benutzt keine Druckluft. Die Druckluft, die schießt euch nur durch den Raum. Dann ist zwar die Säge sauber, aber der Rest ist dreckig. Wenn ihr Pech habt, habt ihr es noch in den Augen. Darum, falls ihr es mit Druckluft machen solltet, Schutzbrille anziehen. Ich sage aber generell nein, aus den vorhin genannten Gründen. Und jetzt fangen wir mal an. Das ist jetzt im Prinzip keine große Wissenschaft, das jetzt zu machen. Man braucht hier, wie schon gesagt habe, einen Staubsauger und einen Pinsel und man sollte von oben sich nach unten durcharbeiten. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich so sage, ist ein bisschen tricky. Man kann zum Beispiel, um die untere Sägenbandführung zu saugen, müsste man den Tisch kippen. Aber im Prinzip war es das dann auch schon. Kleiner Top-Tipp am Rande natürlich, wir haben hinten einen Staubsaugeranschluss und wenn man mehr sägt und einen Staubsauger anschließt, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man danach weniger putzen muss. Wenn man jetzt aber wie wir nur so eine leichte Verschmutzung haben und nur ganz kurz was sägen wollen, dann kann man auch auf den Staubsauger verzichten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, und jetzt geht's los mit dem Putzen. Das mache ich deshalb, dass ich unten besser an die Führungen hinkomme. So, dem aufmerksamen Benutzer wird schon aufgefallen sein, die Maschine war noch an, das Licht leuchtet, das heißt, sie war noch am Stromkreis. Aber dadurch, dass ich Not ausgedruckt habe und die Türen offen waren mit den Sicherheitsschaltern, war die Maschine vorm Einschalten gesichert. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch unsicher seid, im Zweifelsfall ist es immer noch besser, den Stecker beim Putzen rauszuziehen. Jetzt, nachdem wir jetzt alles geputzt haben, wie ihr gesehen habt, das war kein großes Hexenwerk, schaue ich einfach mal, wie ist die Maschine jetzt in Schuss? Was muss ich jetzt machen? Das Erste, was ich jetzt natürlich mache, ist, dass ich schaue, wie hier die Bandspannung ist. Die Bandspannung messe ich hier, indem ich mit einem Finger hier dagegen drücke. Und ich merke, die ist soweit in Ordnung. Ich finde sie ganz gut. Nachdem ich hier Sägeband die Spannung überprüft habe, schaue ich natürlich auch noch nach dem Lauf vom Sägeband selber. Und zwar empfehlen wir, dass die Sägezähne im vorderen Drittel laufen sollten. Im Idealfall vielleicht sogar ein wenig über das Gummiband hinaus, weil das Sägeband eine Verschränkung hat. Und wenn man das Sägeband zu fest anzieht und das auf der Laufrolle läuft, dann geht die Verschränkung oder dann besteht die Gefahr, dass die Verschränkung kleiner wird und das Sägeband verläuft. Das sind jetzt die beiden Punkte, auf die ich hier oben schaue. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich hier auch auf unseren Zeiger schaue. Die Maschine hat hier eine Bandanzeige, eine Spannungsanzeige.
Und die Spannung und die Millimeterstärke vom Band sollten natürlich übereinstimmen. Falls das nicht übereinstimmen sollte, kann man durch Lösen der Innen-Sechskantschraube den Zeiger entsprechend einstellen. Das ist natürlich ein ganz wertvolles Gimmick. Ich zeige es euch auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Sägeband entlaste, zeigt der Zeiger nach unten. Und damit sehe ich sofort, ist mein Sägeband entlastet, ist es nicht entlastet, ist da eine andere Spannung drauf, es ist einfach eine Kontrolle für mich selber. Jetzt gehen wir natürlich weiter runter und schauen hier nach den Führungslagern. Wir haben hier zwei seitliche Führungslager und hinten ein Gegendrucklager. Die seitlichen Führungslager sollten ungefähr einen halben Millimeter vom Band entfernt sein und das Gegendrucklager sollte auch ungefähr einen halben Millimeter vom Band entfernt sein. Was wichtig ist, dass das nicht permanent mitläuft, sonst ist der Verschleiß zu hoch. Es sollte aber auch nicht zu weit wegstehen, weil sich sonst das Band verschränken kann und es wieder zu einem unsauberen Ergebnis führt. Wenn wir das oben geschaut haben und nachgeguckt haben, widmen wir uns lieber dem unteren Gegendrucklager und dem unteren Führungslager. Das ist ein bisschen tricky, das muss man dazu sagen. Darum empfehle ich immer, von unten nach vorne zu schauen, um zu sehen, ob die mitlaufen, ob der Abstand stimmt. Was an der Maschine ein bisschen schwieriger ist das Gegendrucklager hinten. Das sieht man nur sehr, sehr schwer von oben. Und im Prinzip kann man das auch nach Gehör einstellen. Das heißt, wir lösen das Gegendrucklager, drehen das durch und wenn wir merken, es läuft, gehen wir so lange zurück, bis es quasi nicht mehr mitläuft, hörbar nicht mehr mitläuft und dann schätzen wir in etwa einen halben Millimeter ab von der Schraube, was wir nach hinten fahren. Das ist eine gute Möglichkeit, das einzustellen. Der untere Führungsblock besteht aus den seitlichen Führungslagern und aus dem Gegendrucklager. Von vorne oder von oben sieht man nur den sehr schwer, aber hier kann man das hintere Gegendrucklager erkennen. Ich empfehle, die Säge ein wenig laufen zu lassen, mit der Hand, nicht mit dem Motor, sondern mit der Hand, indem man oben mit dem Finger vorsichtig dreht und dann hier das Gegendrucklager nach Gehör einstellt. Sprich, hört man es, wie es sich mitdreht, dann stellt man so weit zurück, bis es sich nicht mehr mitdreht und dann schätzt man in etwa einen halben Millimeter ab. Die seitlichen Gegendrucklager, die seitlichen Führungslager, die kann man von vorne sehr gut einsehen und die müssen auch in etwa einen halben Millimeter Abstand haben. Der halbe Millimeter, das ist jetzt nicht in Granit gemeißelt, sondern der halbe Millimeter ist ein in etwa Wert. Ob das jetzt 0,4 oder 0,6 Millimeter sind, das interessiert eigentlich weniger. Jetzt schauen wir gerade noch mal nach unten, wenn wir schon so hinten an der Maschine stehen. Da ist der Staubsaugeranschluss mit 50, 75 und mit 100 Millimeter. Wie schon gesagt, es empfiehlt sich immer, einen Staubsauger anzuschließen, wenn man sägt. Man hat einfach weniger Sauerei. Und von vorne, was mir immer ganz wichtig ist, der Motor treibt hier über den Antriebsriemen das untere Laufrad an. Ist es sauber gespannt. Man muss es nicht allzu sehr anspannen, aber eine gewisse Spannung sollte schon vorhanden sein. Das geht hier über dieses seitliche Rad, indem man die Rolle entweder zur stärkeren Spannung reindreht oder rausdreht. Wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit wechseln will, dann muss man das Laufrad rausdrehen und kann dann den Riemen wechseln. Im Prinzip war es damit auch schon. Ich gucke jetzt nur immer, dass wieder alles einwandfrei ist, vorhanden ist und wieder vollständig ist nach der Sichtkontrolle. Hier, schraube den Tisch zurück, gehe wieder hin. Es wird wieder der Parallelanschlag montiert und ich schaue, ob alles vollständig ist und wie es aussieht. Ich finde, es sieht gut aus. Ja, so kann man es lassen. Was man am Schluss noch machen kann, ist den Tisch behandeln. Wir haben demnächst Silberglide im Programm und sind da recht froh drum, um auch die Lücke schließen zu können. Silberglide verhindert, dass hier Korrosionsspuren entstehen
und gleichzeitig hilft es aber auch bei der Arbeit, weil es im Prinzip die Reibung verringert. Und dadurch kann man ein sichereres, besseres Arbeiten machen und hat auch gleich einen Maschinenschutz. Schaut doch da bitte in unseren Newsletter oder in unseren Online-Shop. Das seht ihr dann, wenn wir es haben. Ich hoffe, zum Zeitpunkt, wenn das Video rauskommt, ist es schon da. Wir sind hier an der Metallbandsäge an der BS 128 HDR und es ist im Prinzip genau das Gleiche wie bei der Holzbandsäge. Man putzt von oben nach unten. Wenn man natürlich schaut beim Putzen, stromlos, notausbetätigt oder wie hier einfach einen Stecker rausziehen. Im Gegensatz zur Holzbandsäge ist es hier so, dass die Führungslager rechts und links und auch die oberen Lager permanent mitlaufen müssen. Das Sägeband ist verschränkt und es muss hier in Position gebracht werden. Und diese Funktion haben die Rollen. Darum ist es wichtig, dass die auf jeden Fall mitrollen. Des Weiteren sollte man natürlich auch mal überprüfen, der Schraubstock, wie er funktioniert. Die Schwungmutter, in dem Fall geht sauber auf und zu. Die Spindel schmieren und die ganzen blanken Teile im Gegensatz zur Holzbandsäge mit einem Öl oder so einsprühen. Da haben wir für euch sogar was vorbereitet. Also das war das Falsche, aber danke. Genau das ist PTEC Multifunktionsöl. Das ist ein säurefreies, nicht harzendes Öl, mit dem ihr die ganzen blanken Teile einsprühen könnt und auch die Lager hier oben. Dass es sauber gepflegt wird, dass es sauber läuft, dass es nicht rostet. Was noch ganz, ganz wichtig ist bei den Metallbandsägen, ist das Kühlschmiermittel. Falls ihr Kühlschmiermittel benutzt, achtet bitte darauf, dass da eine regelmäßige Pflege ist. Weil wenn das steht und nie durchgewälzt wird, kann da ein Pilzbefall sein. Das sieht man indem so dunkle Teppiche obendrauf schwimmen. Und spätestens dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Man sollte also immer regelmäßig nach dem Kühlschmierstoff unten im Tank schauen. Dann natürlich noch die obligatorische Sichtkontrolle, ob alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Wir können hier jetzt noch einen Hydraulikzylinder überprüfen. Die Sparversion hält es dann, wenn ich die Feineinstellung betätige. Wie genau lässt sich dosieren? Gegebenenfalls in dem Fall auch noch mal laufen lassen und schauen, ob der automatische Abschalter funktioniert. Das können wir jetzt kurz probieren. Die Abschaltung funktioniert sauber. So soll es sein. So, das war das Video über die Sägen, über die Holzbandsäge und über die Metallbandsäge. Das Wichtige war, dass wir euch das gezeigt haben, euch einfach damit vor Augen zu führen, wer seine Sachen pflegt, also in dem Fall die Sägen, der hat eine längere Lebensdauer und damit auch geringere Betriebskosten. Zudem macht auch die Arbeit mehr Spaß. Ich kann ja nur von mir reden. Wenn ich an eine saubere Maschine komme, dann bin ich viel motivierter, wie wenn ich mich erstmal durch irgendeinen Saustall kämpfen muss, bevor ich loslegen kann. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, Anregungen, bitte schreibt es doch unten in die Kommentare. Wir lesen uns das durch, wir reagieren drauf und wir würden uns freuen, mit euch zusammenarbeiten zu können. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, dann seid ihr gleich die Ersten, die das Video sehen können. Und folgt uns bitte auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann seid ihr immer picobello informiert. In dem Sinne, es war schön, bis zum nächsten Mal.